Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise. Beim letzten Mal haben wir endlich Belzef, den ersten der 5 Lords, besiegt und es war ganz schön schwierig. Das war ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder daran, dass das Spiel einfach schwierig ist oder daran, dass ich unterlevelt war. Ja, das ist auch eine Möglichkeit natürlich, aber Okay, off we go. ich wurde ganz schön auseinandergenommen. Eine ganze Weile lang. Aber ich habe, würde ich auch sagen, einiges dazugelernt, deswegen sollte es in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen leichter werden. Ich sprinte hier mal ganz kurz vorbei, wenn das in Ordnung ist mit euch. Na gut, wahrscheinlich holen sie mich gleich ein, ich merke schon. Oder? Oder auch nicht. Ach ja, natürlich. Wurde auch die Hälfte unserer Maske zertrümmert, sodass wir jetzt zumindest die Hälfte unseres Gesichts sehen können. Und wir wissen jetzt auch wieder, wie wir heißen. Und zwar Elfen. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, dass wir uns wieder an unsere Namen erinnern können, aber gut. They must have split once Balsef kicked the bucket and they had nobody left to obey. 500 Gold nehme ich gerne mit. Und hier noch irgendwas Spannendes. Fleischreste. Kann ich auch gut zum Kochen gebrauchen. Naja, jetzt sind wir jedenfalls zum Feuertor auf dem Weg. Ich denke mal, dass es hier ist, wo noch die Fragezeichen sind, weil das ist das einzige Gebiet, was wir noch nicht entdeckt haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir hier noch hin müssen irgendwann. Das könnte dann jetzt sein. Dann nutze ich noch ganz kurz die Chance, mich auch hier noch umzugucken auf der Seite. Wobei, ja, da könnte noch irgendwas Spannendes sein. Vielleicht. Und ja, von da aus sollten wir dann, okay, ist gar nichts enttäuschend, sollten wir dann ins nächste Gebiet aufbrechen können. Eins, was vielleicht weniger nach Feuer und Tod und Verderben aussieht. Höhle der Einsamkeit, bin ich da jetzt gelandet? Tatsächlich, okay, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Ort. Habe ich hier noch einen kleinen Mini-Dungeon oder sowas gefunden? Vielleicht? Hallo? Looks like this place opens out into the ocean. The water's so much cleaner than what's on the surface. I even see fish swimming around. Oh, kann ich hier angeln? Boy, do they look delicious. What? Never mind. Das sieht so sehr aus, als könnte ich hier angeln. Ich bin mir sicher, ich kann hier angeln. Vielleicht noch nicht jetzt. Rosmarin, cool. What's this thing? Aber irgendwann. Das muss doch ein Angelspot sein. Ich sehe auch da Fische überall rumschwimmen. Hat sie auch gerade extra angesprochen. Ja, die sehen so lecker aus, die könnte man ja essen. Super. Ja, und da wir hier nicht ins Wasser können, tatsächlich mal zur Abwechslung, behalte ich das mal im Hinterkopf. Aber gut, wenn wir dann irgendwann angeln lernen, werden wir wahrscheinlich noch einen anderen Angelspot finden. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich ja eher so als Meme auf das Angeln. Weil es Angeln in jedem JRPG geben muss und bla bla. Nicht, weil ich unbedingt wirklich dann sehr viel Zeit mit Angeln verbringen will. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Wenn ich da nicht lang soll, und da gab es ja offensichtlich keinen anderen Weg mehr. War das vielleicht? Ich meine, wir haben es ja zerstört während des Bosskampfs oder nach dem Bosskampf. Vielleicht ist es da einfach in der Nähe irgendwo gewesen. Ich habe da gar keinen Überblick drüber. Wahrscheinlich wurde es mir auch gesagt, wo es ist, und ich habe halt nicht drauf geachtet. Wie das manchmal so passiert. Oder steht das hier? Gehe zu den Feuertoren. Ja, aber wo sind denn die Feuertore? Sehe ich das hier? Flammengraben. Wo ist das? Oder, doch, das ist vielleicht das Gebiet davor. Wir gehen ganz kurz einfach dahin. Wir gehen jetzt ganz kurz den Fahrstuhl da hoch. Und werden ja sehen, wo es das hinführt. Aber wir können auch noch mal gucken, vielleicht, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, würde ich gerne eigentlich noch mal bei dem Gegner vorbeischauen, den ich jetzt mal geskippt habe. Da gab es ja einen starken Gegner. Und ich habe ihn übersprungen, weil ich Angst hatte, dass er vielleicht Level 43 sein könnte oder so. Aber vielleicht kann man den ja besiegen. Ich weiß ja nicht. Ah ja, da sind die Feuertore. Stimmt, wir sind ja hier rumgegangen und haben dann irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendeine Seitengasse genommen da rein. Da war ja was. Kann ich da jetzt einfach reingehen und dann mit dem Fahrstuhl hochfahren? Weil dann würde ich das vielleicht machen. Tatsächlich ging das genauso leicht, wie ich es mir erhofft hatte. Sehr schön. Also. Kann sein, dass ich meine Zeit verschwende. Kann sein, dass ich gleich sofort einfach one-handed werde. Wir werden es sehen. Rein da. Okay, Level 13. Hätte ich sofort machen können. So ein Scheiß. Also gut, mal sehen, ob uns das dann auch irgendwas bringt. Weil das war auf jeden Fall ein speziell markierter Gegner, ne? So wie der andere auch. Schwachpunkte. Ja, das weiß ich doch. Ja, das weiß ich doch. Okay. Das Tutorial hatten wir schon mal. Aber jetzt halt nochmal. Für den Fall, dass ich es beim ersten Mal ignoriert habe. Keine Ahnung.
Also da hinten das Schwänzchen hauen. Ja, der hat auf jeden Fall auch eine normale Anzahl an Leben. Sogar weniger Leben als Besuch auf jeden Fall. Das wirkt alles sehr machbar gerade. Und er liegt auf dem Boden. Haut drauf da. Ach ja, und ganz nebenbei, ich habe ein paar Fertigkeitspunkte investiert. Und wie man da unten sieht, ich habe tatsächlich 4 AP. Das sollte einiges ändern halt. Um ja, mir längere Kombos einfach zu ermöglichen. Wo ich direkt ein großer Fan von bin. So, lass mich bloß in Ruhe damit. Okay. Ich habe ja so viel Schaden hat bisher auch nicht gemacht. Wir haben uns auch gar nicht geheilt. Also das ist ein Witz dagegen. Naja, das, was mich gerade am meisten interessiert, ist halt, ob es irgendeine besondere Belohnung dafür gibt, diese starken Gegner, die extra so markiert sind, zu besiegen. Weil das ja schon Minibosse sind. Hat er auch da oben extra die Aufteilung in 4 Teile. Bam! Sollte man auch eigentlich eher da Combo machen, ne? Weil das füllt, glaube ich, die AP wieder auf oder sowas war da. Na gut, egal, wir haben die Hälfte geschafft. Ich denke, in die Luft stoßen kann ich ihn auch nicht gut. Nee, nicht wirklich. Ach, und nochmal zerbrochen. Ich bin ein bisschen zu schnell immer noch im automatisch Button-Mashen. Weil ich das gewohnt bin von anderen Spielen, dass es kein Problem ist. Und ja, hier sollte ich halt vielleicht ein bisschen besser von der AP achten, ich weiß. Ich bin immer so, ich drücke ganz viel R1, um anzugreifen. Und dann, wenn ich auf die Skills wechseln will, dann drücke ich plötzlich zum Beispiel Viereck. Und dann drücke ich einfach direkt 3-mal hintereinander Viereck, weil ich so denke, ja, Button mashen, ich will draufhauen. Und dann solltest du nur einmal drücken. Hör auf damit. Ach ja. Oh, ich bin gestorben. Tatsächlich. Das war plötzlich. Kannst du mich wiederbeleben? Shion? Danke. Du schaffst das. Danke. Das kostet auch echt viele HP halt, ne? Ich glaube, 48 waren das? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber das war das, glaube ich, habe ich bei Besuchs Kampf oft genug ja zu Gesicht bekommen. Haha. Okay, jetzt geht aber auch wirklich ab nochmal zum Ende hin. Shion, heil dich. Und geh aus dem Weg vielleicht auch. Ja, das war's. Das war's mit dir. Komm schon. Kann das nicht dein Ernst sein? Stirb. Ja, jetzt aber. Ja, okay, aber das sind schon echt coole Kämpfe. Also der hatte auch wirklich viele verschiedene angewonnen, so. Finde ich schon cool, dass sie so gemacht sind. Und oh ja, tatsächlich ein Schlüssel-Item. Astralblume. Eine magische Blume, die die maximalen HP um 10 erhöht. Astralblumen kannst du von mächtigen Gegnern erlangen. Astralblumen erhöhen deine maximalen HP. Also okay, das bekomme ich also von jedem dieser Gegner. Aha. Okay, ist nicht so ganz, was ich erwartet hatte. Ich dachte eher, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas bekommt, wo es sich lohnt, die alle mitzunehmen. Irgendein Sammel-Item quasi. Und dann bekommt man am Ende irgendwas Besonderes. Was in die Richtung, keine Ahnung. Aber ja. Das ist auch nett. Das ist auch sehr nett. You're the one who did the heavy lifting. Kann ich das dann direkt hier über die Objekte nutzen? Bei Schlüssel-Items? Genau, Astralblume. Wie nutze ich das denn? Oder muss ich das gar nicht nutzen? Muss ich das nur dabei haben? Hat das jetzt schon automatisch meine Leben um 10 erhöht? Also von uns allen? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kann ich es auch erst später nutzen. Na gut. Erstmal wieder raus hier. Das war schon mal sehr nett. Oh ja, das sieht ein ganzes Stückchen friedlicher aus als letztes Mal, wo ich hier war, ne? Ich war okay, ein paar Gegner sind immer noch hier, ja, aber die sind ja nichts im Vergleich zu damals und vor allem das große Tor hier. Tatsächlich Geschichte. That monster that appeared from the spirit vessel, and the power inside the blazing sword, they're both born of the same thing. It's all astral energy harvested from the souls of dying Danans. I suppose so.
was the Danans who gave their lives for today. Their power, after all this time, is what finally destroyed Balsuf and his wall. Ja, so kann man es wohl betrachten, tatsächlich. By the way, what happened to all the energy that we released? It's dispersing and spreading across Dana as we speak, finding its way back to where it belongs. And all the energy the Renans have harvested? Where does that go? Once Sovereigns decided, I mean. I'd wager they don't give it back, right? What? Can't tell the Danan that? Or about why you want to kill all the lords? Oh, like you don't have anything to hide? The blazing sword. It's powered by the burning astral energy of the Master Core I possess. So why don't you explain how it manifested into the shape of that beast, Just how did you manage that? Ich weiß nicht, ob er das weiß. How am I supposed to know? My memory's a complete blank, remember? Fine, be that way. It's not like we ever trusted each other any... Kinder nicht immer anzicken, ja? Finde ich blöd. Hi. Oh, der Burp! Der Burp! Auf den habe ich mich schon gefreut beim letzten Mal. Ja, du stirbst, ist okay, aber ich habe den Burp. Burp. Ja, und die kriegen wir auch wieder hin. Die wird ja nicht sterben. Also die wird ja offensichtlich ein Partymitglied oder so, ne? Gehe ich mal von aus. Oh, sind wir wieder zurück? Wofür bin ich überhaupt losgegangen? Dafür? Wirklich? Still not awake? Not yet. Her injuries aren't serious, but she's severely weakened. Must have been quite a fight. There's nothing we can give her? If only. What with the beatings we've taken lately, we're barely getting by on the little provisions we have as it is. That bad, huh? If there are no supplies here, then... That's it. We need Doc. Doc? The same Doc that took care of you? Yeah. He's back in Mosgul. If anyone can help us, it's him. In that case, would you mind asking for us? I'd go myself, but I'm tied up here for now. Not a problem. Leave it to me. Na meinetwegen. Ziehen wir es nochmal ein bisschen in die Länge. Frech. War schon gespannt, was das nächste Gebiet jetzt sein würde, aber na, finden wir wohl bald heraus. Dafür haben wir dann auch immerhin einen neuen Charakter direkt dabei. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Vielleicht auch nochmal interessant. So. I wonder what that girl's deal is. Never imagined anyone would ever come from outside the walls of Calaglia. It's really not that big of a deal. There are more realms out there than just Calaglia, you know. Maybe it sounds normal to you, but I've been behind those walls for as long as I can remember. Of course I knew there was more out there, but it sure didn't feel like it when unscalable walls are trapping you in. I hate to burst your bubble, but the rest of Dana isn't much better. The world's full of lords who are just as bad as Balsuf. Ja, aber vielleicht ist nicht alles voller Feuer und The Steine. girl must have had her reasons for coming over to our territory. Even so, it's nice to see there really is life beyond the walls of Calaglia. It might not mean much to you, but that's reason enough for me to be happy. Ja, ja. Erinnert mich gerade ein bisschen an Attack on Titan irgendwie. Und da war das irgendwie auch alles nicht so gut. Lassen wir es dabei, ohne irgendwas zu spoilern, würde ich sagen. Ja, also, wo will ich jetzt genau hin? Will ich jetzt nach Mosgul? Kann ich dahin schnell reisen, wenigstens? Kann ich. Sehr freundlich tun wir das. Wüsste sonst spontan auch gar nicht, wie ich da hinkomme. Ach doch, klar. Sind wir ja letztens schon hingelaufen. It's so quiet. Kann man sich natürlich From sparen. now on, no one is going to be whipped or killed here ever again. Hey there, Doc. Who are you? Ist das dein Ernst? Erkennst du mich nicht mehr, weil ich zu wenig von der Maske aufhabe? It's me, Iron Mask. Though these days I go by Alphen. I finally remembered my name. Alphen? I heard that was the guy who brought down Balsef. Wait, you're telling me you're the liberator of Calaglia? Our own Iron Mask? Of all the people. I told you, I'm Alphen now.
And I didn't overthrow Balsef alone. Even so, that's no small feat you've accomplished. And you managed to get your face back, too. That woman with you, the Renin? You know about her? Only what I've heard from rumors. I wasn't sure I believed it, but now I suppose I must. Doc, she... Thank you. You sure you should be saying that to a Renin? I'm not saying it to any old Renin. I'm saying it to you, young lady. I only helped because it was in my interests as well. Of course, I would imagine as much. But that doesn't change the end result. The two of you defeated Balsef, and now all of us are free. That is a fact. Thanks, Doc. I should be the one thanking you. I'll never be able to repay what you two have done. Anyway, I'm guessing you didn't come here just to catch up. Right. We need your advice. We found a girl who's collapsed from exhaustion, and she needs medicine. Do you know anything that could help? If she's that weak, she may need a nutritional boost. The herbs I have here won't be enough. Natürlich nicht. Kommt schon. Ooh. Have you tried searching Kirt Garrison? Da war ich gerade. No. We passed it on our way here, but... With all the Renin soldiers gone, that place should be empty now. If we're lucky, maybe they left something you can use. Good idea. We'll take a look. Okay, natürlich. Kirt Warum ist das denn bloß so? If I'm not mistaken, that's located off to the side of the railroad tracks. Wherever it is, just make it quick. Oder ist das... Das ist doch da, wo wir gerade waren, oder? Ach, ist es das nicht? Ich bin gerade sehr verwirrt. Wir gehen ganz kurz hierhin zurück. Ist das... nicht die... Festung? You look happy. Do I? I guess I am. Getting thanked for everything by someone I actually know? It made it really hit home that we made a difference. That guy's a strange one, though. Doc? I don't think he's that odd. He is, though. He thanked me, a Renin, for helping, despite everything my people have put him through over the years. Ja, aber das hast du ja nicht getan. Sondern, naja, andere Renäer halt, da kannst du ja nichts für. He's free now. He doesn't have to act nice around my kind. He's not acting. He means it. And like he said before, he was thanking you as an individual, Shion, not just some Renin. That's what makes it so strange. Would you have preferred he yelled and threw rocks at you? I'm not saying that, it's just hard for me to understand him. Ich verstehe dein Problem nicht hingegen. Also, ist das jetzt... Das ist das Gebiet davor und da sollen wir hin. Okay, da war ich ja auch gerade. Überraschung. Okay, und wo? Gibt es hier jetzt irgendwas? Ich meine... Ich habe ja eigentlich schon alles gelootet. Ach, da. In dem Säckchen. Hätten wir auch direkt mitnehmen können. How would I know? It matches the description we were given, at least. No use standing around here hemming and hawing. Let's take it back and see. I hope you're right. There's no way I'm Ja, going all the ich way auch back nicht. Ich weiß here. sowieso nicht, warum das passiert. Komm schon, Spiel. Just to be Bitte. safe, I think before we head back to Ulzebek, we should maybe have Doc... Ja, ich würde gerne zu Doc gehen, natürlich. War mein Plan. Ich darf nicht schnell reisen. Check this is the right stuff. All right. Weil, Let's make it quick. ne? Weil bestimmt irgendwas Wichtiges auf dem Weg passiert noch. Irgendwas. So, Doc, das lohnt sich ja alles nicht, ja? Das ganze Gelaufe. Did you find anything useful? We think this might work, but we wanted you to take a look at it first. Let's see. Ah, this stuff. Yes, this'll work. Warum bin ich I'd hurry hier? over and give it to the girl right away. Right, then we'll do that now. Say, Iron Mask. No, sorry. Okay, vielleicht hat er noch irgendeinen wichtigen Dialog, um das alles zu rechtfertigen. Are you and that young woman planning to stick together moving forward? Yeah, I think so. I see. You know, I think things just might be starting to change. What do you mean? I'm not sure of that myself, but I feel like after being stalled for a long time, the gears of progress are finally starting to turn again. I imagine people are going to have things to say about the two of you, but you simply keep doing what you feel is right. If you ever get tired and need to rest, feel free to come back here. Until then, take care of yourself. Thanks, Doc.
Nein, es gibt nichts, was rechtfertigt. Warum sind Medizinsachen gefühlt, wenn ich drüber nachdenke, immer Filler-Quests? Ich denke nämlich direkt zurück an Trails in the Sky, das erste, wo es in Kapitel 4 auch einen Charakter gab, der Medizin brauchte. Das war wesentlich schlimmer. Da muss man in einen wirklich schlimmen Dungeon reingehen und gegen einen Pinguin kämpfen. Darüber reden wir nicht. Das war schlimm. Aber jedenfalls, es war auch so, hätte man weglassen können. Man hätte den ganzen Story-Arc quasi weglassen können. So ziemlich, es gab ein paar kleine Sachen, die da passiert sind, die wichtig waren, aber die hätte man weglassen können. Und, also man hätte trotzdem Dungeon so weglassen können. Man hätte mich nicht hin und her schicken müssen, um Medizin zu sammeln. Weiß nicht. Und das ist hier genauso. Warum ist das passiert? Also, das für mich Relevanteste ist halt hier, dass wir uns mal vom Doc verabschiedet haben. Das finde ich ganz cool, dass er jetzt natürlich auch weiß, wer wir sind und, ne, bla bla. Das finde ich nett, weil er war ja der erste Charakter, mit dem wir so zu tun hatten, der auf unserer Seite war. Das ist schon wichtig, den hätten wir aber auch anders nochmal treffen können, finde ich. Und keine Ahnung, halt das von wegen, er hat sich bei mir bedankt, obwohl ich eine Renäerin bin. Komisch. Wie kann er nur? Das hätte man auch irgendwie anders machen können, also. Hätte man auch irgendwo anders unterbringen können. Das war halt so unnötig. So, wollte ich nur gesagt haben. Aber meckern auf hohem Niveau und so. Perfect. That'll do nicely. I had a feeling you'd come through for Aber ich habe us. hohes Niveau. With this, the little one should be right as rain in no time. Na gut, hat es sich wenigstens auf der Ebene hoffentlich I can't gelohnt. believe it. Not often we get visitors from Cislodia around here. Ceslodia, also. Calaglia's neighbor. One of the 5 realms. What with that wall in the way, I guess it's not surprising. But I've never actually met someone from the outside world before. Up till now, the only time the gates ever opened was to let Renan convoy units in and out. No one ever thought to stow away and hitch a ride out? This place might be a living hell, but when next door is a living hell too, you start thinking it doesn't matter much one way or the other. So you're Rinwell, and you're with the Cislodian resistance known as the Silver Swords. Your organization sent a group of you to establish contact, but you're the only one who made it through. That sound about right? Lately, our people's oppression has become more and more severe. When we heard rumors that you had staged a successful rebellion in Calaglia, we hoped that maybe you could help us. News sure gets around quickly, huh? If you ask me, it's awfully convenient she just happened to show up now. Certainly raises a lot of red flags. Please, I swear it's true! My people are dying! I risked my life trying to get here so I could find help. It's okay. You did well. We'll take it from here. Hold on, Zephyr. You're not really thinking... We'll join her. Alphen, start getting ready. I let you use the blazing sword, and we work together to overthrow the lords. That was the deal. Ja, ich meine, das hatten wir eh remember? vor, ob es jetzt hier ist oder nicht. Wait, is that a Renan? What is this? Take it easy. It's complicated, but she's on our side. She helped to find some medicine for you. She did? But no, she's a... I can't believe it. The Renans from other realms could attack at any time. That's for you all to worry about. I've got bigger fish to fry. That sword of Alphen's is our best weapon. We can't just go lending him to other lands. Even if you keep him here, the blade's as good as useless without me on board. And what makes you think I can't persuade you, Bright Eyes? What makes you think you can? Last I checked, you couldn't even touch me. Enough! Alphen, what do you want to do? Ich habe eine Abmachung. I know all too well the hardships the slaves of this realm had to endure. That's why I took up the sword. To help them. If Danans are being oppressed in other realms, then I have to help them too. Nath has a point. We can't discount the possibility of further attacks, but now our struggle has grown. It's become much larger than just liberating the people of Calaglia. We can't be in 2 places at once, Zephyr. True,
which means we're limited in our options. We play this the same way we did with Balsef. Ich meine, war klar, dass wir nicht einfach hier bleiben würden, nicht wahr? Aber wir sehen schon direkt als Kontrast zu dem Doc gerade, sie ist direkt etwas misstrauischer der Renäerin gegenüber, was wahrscheinlich auch verständlich ist, aber dauert dann vielleicht noch ein bisschen, bis sie sich so ganz damit abfinden kann. You and me both, but it's too late for regrets. Jeez, really? You don't say. So, you're really going, huh? Just the four of you? Afraid so. Look after the place while we're away. Always the smooth talker. We'll do what we can to hold down the fort. We've got the Renans to keep us busy. Good luck. Just remember. Yeah, don't go killing anyone without good reason, I get it. I'm not about to repeat what they did. Wäre jetzt auch ein festes Partymitglied? Oder ist er einfach so ein Typ, der immer mal wieder als Gast dazukommt? Das kann natürlich auch sein. Aber hätte ich gar nichts dagegen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und der ist nicht ganz so eindeutig Anime wie die anderen drei, die jetzt dabei sind. Sehr viel ist einer Gruppe beigetreten. Und achso, sie ist gar nicht dabei. Vielleicht ist sie auch gar kein Partymitglied, keine Ahnung. Ich denke jetzt davon aus irgendwie, ne? Sie wirkt ja so. Ich meine, sie war ja auch im Intro schon recht prominent platziert, deswegen. Na, vielleicht kommt das erst später noch. Wir werden es sehen. Momentan vertraut sie uns ja eher so mittelmäßig offensichtlich. Das ist ein schöner Ausblick. Lass mich ganz kurz in Ruhe, ihr da hinten. Lass mich in Ruhe, ich will den Ausblick genießen. Right, that makes sense. You said there were 5 of them in all, right? Right. We've still got a lot of work ahead of us. Gut, dass du nochmal nachfragst, ne? Kann man sich nicht so leicht merken, dass es 5 sind. Waren es wirklich 5? Du hast gesagt, es waren 5, oder? Tut mir leid, aber wir hatten es ja wirklich schon oft genug eigentlich. Trank des Lebens und wieder zurück. Den kann ich doch gebrauchen, tatsächlich. Hin und wieder mal. Das sieht so aus, aber wenn das da hinten schon das nächste Gebiet ist, was ich gerade mal, ja, da hinten ja auch, dann wird es wohl ein bisschen, vielleicht ein bisschen Gebirge, aber vor allem auch Graslandschaft, ne? Das finde ich sehr gut. Natürlich ein bisschen mehr der Standard, für gewöhnlich auch eher das, was das erste Gebiet ist und nicht wie hier. Hatten wir das hier mal schon öfters, Feuer und Tod. He's not a little white animal. His name's Hoodle and he's a baby owl. Das ist ein kleines weißes Tier, ja. Wortwörtlich. Ja, es ist auch eine kleine Eule, aber es ist auch ein kleines weißes Tier. Also kannst du jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Ja gut, aber sie kämpft noch nicht mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt sowas wie eine Magierin wird. Also sieht es auf jeden Fall aus am ehesten. Aber das sehen wir dann ja bald. Also, wenn. Wie gesagt, eigentlich weiß ich es nicht. I'm sure I can put this to use. Na, wobei, doch, wir sehen es dann bald. Wir sehen ja bald, ob sie dann der Party beitritt oder halt nicht. Das wäre halt die Alternative. So oder so sehen wir es bald. Aber was heißen denn diese Zahlen? Ich bin jetzt sehr verwirrt. Das habe ich bisher nie so wirklich beachtet, weil ich dachte, das wäre die Anzahl, aber ich habe jetzt ja Almadin-Masse 1 und 2. Hä? Stimmt, das ist ja hier auch 2 jeweils steht dabei. Hier steht auch überall 2 dabei, aber das sind jeweils andere. Also, das ist irgendwie, wie krass die sind oder so. Seltene Materialien haben eine höhere Anzahl. Aber warum ist das denn dasselbe? Okay, dann ist das einfach eine krassere Almadin-Masse. Was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Nehme ich einfach erstmal so an. Nehmen Sie mit. Wir werden es schon herausfinden, früher oder später. Stimmt. Hoffe ich mal. Noch sind wir recht am Anfang. Das war jetzt ja wirklich eher quasi das Tutorial-Gebiet. Oh, und ich habe was Neues freigeschaltet. Shion, Bombe. Ich weiß nicht, wie es jetzt dazu kam. Ich weiß sowieso nicht, wann man diese neuen Fertigkeitsmatrixen freischaltet. Wie auch immer, genau. Genesung. Drücke R2, wenn du hochgewirbelt wirst, um zu landen, ohne niedergestreckt zu werden. Okay, nett.
Will ich bei ihr was Neues kaufen? Okay, ich kann bei sehr viel auch immer noch nichts freischalten, also ich denke mal, jetzt kein festes Partymitglied, sondern immer nur wieder als Gast dabei hin und wieder. Gut. Erhöhter Schaden durch Boostschlag ist vielleicht nicht schlecht. Letzter Schuss erhöht die Menge des zugefügten Schadens durch eine von Shions Bomben, wenn sie mit ihrer letzten Spezialkugel abgefeuert wurde. Ah, okay. Ich glaube, das wollte ich mir holen. Ja, damit sie besser Toxizität nutzen kann. Wenn ich das schon freigeschaltet habe extra. Ach, keine Ahnung, wie sinnvoll das ist. Und wie sehr sich solche Schadenseffekte mich allgemein lohnen in dem Spiel. Hi, du! Du bist mein Lieblingscharakter bisher. Oh, das ist doch eine Eule. Klar, die sind Freunde. Is that? Watch out! They know we're here. Flying Zoogles, huh? This is going to get interesting. Ach, so kein They're Problem. nothing I haven't seen before. Shion! Ist doch wahr. So schlimm I'll sehen die shoot echt nicht them down, aus. You finish them off. Got it? Und Level 8 immer noch, also keine Ahnung. Knock a flying Dafür, dass der enemy Boss so out of the schwer ist sky. und Boss so schwer war und ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich unterlevelt bin, sind die Gegner hier wieder ein cooler Witz. Weiß nicht, also gehe ich mittlerweile echt davon aus, dass der Kampf einfach so schwer sein sollte. These little ones are hardly worth our Was mir time. Angst macht. Was die zukünftigen Kämpfe angeht, wirklich. Sehr viel Angst. Ach, wird schon, wird schon. Soll ja auch eine Herausforderung sein, ein What bisschen. was it those Zoogles were attacking just now? Na, die Eule, natürlich. Nein, sie fällt runter. Nee, doch nicht. Okay, sie ist gelandet. Alles gut. Is that? What? It's nothing. I only helped because it was convenient. We couldn't have moved forward without clearing out those Zoogles. Ach so, und deswegen hast du sie geheilt. Das ergibt Sinn. I don't know what's got you ticked off at me this time, but I suggest you keep your hands away from me. No one asked you to help. Rinwell, she healed its wounds. She's not trying to hurt it. How can you be so... Sie erinnert mich auch sehr an einen gewissen Attack on Titan Charakter, wenn wir heute schon mal im Thema sind irgendwie. They look like they're talking to each other. He's probably happy to see another owl. I don't think Hoodle's ever met one before. He might have been wondering if he was the only one. Und tschüss. Nicht du auch, Rudel. Du musst hier bleiben. You just barely got to say hi. At least we know it's out there. I'm sure we'll run into it again somewhere. Yeah, I'm sure we will. Right, Hoodle? Wir treffen noch ganz viele Eulen und die geben uns alle Accessoires. Außer diese aus irgendeinem Grund. Oder haben wir was bekommen? Together. Nö, nur scharfer Zahn, also ist kein cooles Accessoire. Na gut. Want to take a break? Will ich eine Pause machen? Gute Frage. Das ist ja schon die Eule wieder. Hier kann ich, das habe ich mittlerweile schon mal herausgefunden. Der stand schon mal bei einem Feuer, da kann man auch einkaufen und so ein bisschen. Brille mit Rahmen. Ja, die ist auch schick. Weiß nicht, wie ich die aufsetzen wollen würde, aber ich nehme sie einfach mal mit. I'm surprised there are Ich meine, owls ich glaube, bei here, mir sieht sie ein too. bisschen blöd aus wahrscheinlich. There are more than... Aus offensichtlichen Gründen. Aber wo ging das nochmal? Hier, ne, Outfits. Kann man erstmal gucken, das funktioniert nicht so ganz irgendwie. Ja, nee. Nee, du das noch am ehesten, das passt. Das ergibt Sinn, das sehe ich ein. Das ist auch niedlich, natürlich. Den Rest lassen wir einfach mal sein. Ach, bei dir wollte ich natürlich noch gucken. Wie siehst du denn mit der Brille aus? Guck mal, das funktioniert schon eher. Passt aber auch nicht so gut zu dir. Also, lass ich lieber vielleicht. around than I thought. Vielleicht. So, ja, Pause brauchen wir gerade nicht, ne? Na gut, hätte vielleicht irgendwas essen können für einen Buff, aber... Ach nein, wir kommen ja klar. Ist das ein Dungeon? I'm always impressed how good of a shot you are, Shion. What do you mean?
Just that all I'm good for is throwing myself at things with all my might. By comparison, your way is more... how do I put it? Precise. It's not like I'm that good of a... Look, that's just how it is with guns. If you miss, it's a wasted bullet you can't get back. Is that why you're always aiming to exploit enemies' weak spots? I wouldn't say every shot is that deliberate, but that is part of it. For example, if I see a flying enemy, I'll often go for their wings. Also, if I see a jumping enemy without wings, I know they're an easy target because they can't get out of the way while in the air. In your case, I bet it's easier for you to deal with enemies that stay on the ground, right? Definitely. Things that can fly circles around me are a real pain to deal with. Exactly. It's important to keep your enemy's movements in check. True. Although your shots have the added benefit of stunning enemies, so it's easier to swipe materials from them. It's really helped out. It's nothing, really. As long as you keep doing your part when we fight, I'd say we're even. Was für ein Blödsinn, Elfin, dass du besser mit Gegnern, die auf dem Boden bleiben, gegen die ankommst. Ich bin super darin, Gegner in die Luft zu schleudern extra, um da mehr Schaden zu machen in der Luft. Oh, warte mal, ich konnte gerade R1 drücken. Oh, ist automatisch passiert? I take it we're heading through here then? Okay. Everything all right, Zephyr? Yeah, it's nothing. What is that? A ring? It was my wife's. Was? Wie kommt ihr jetzt darauf? Was für ein Ring? Wife. You never mention anything about being married. Der in einer Kette? That's surprising. You said was. So then, is she gone? Was it the Renans? No, she was sick. I couldn't get her the medicine she needed, and then she was gone. I'd always wanted to show her the world as it could be. I'm sorry. Don't be. There are plenty of people out there more deserving of your sympathy than me. But... Let's go. Ich will auch nicht so ganz darüber reden, ne? Gut, jetzt können wir nochmal... Oder war das nicht noch gerade ein anderes Gespräch hier? Dann nehmen wir erstmal einfach das hier. So viele. What is this place anyway? What's with these columns and steps? No idea. I've never been here before either. Rena's convoy squads probably used it in the past. I guess. It's definitely seen better days. You wouldn't know anything, would you, Xion? Nope. And I'm not interested in learning either. Aber Lernen macht Spaß. Actually, these are Danon ruins. See? You can tell by the way the columns are decorated and stuff. They're all old Danon designs. Are you saying these things were built more than 300 years ago, then? Yeah. I have no idea what they were used for, though. It's amazing to think our ancestors were capable of making such structures. Hopefully there'll come a time when us Danons will be able to walk through here freely again. That's exactly what you're fighting for, isn't it? Let's keep moving. Yeah. Right. Es gibt tatsächlich noch ein Gespräch. Die Gespräche hören nicht auf, ne? Aber ja, vor mehr als 300 Jahren haben wir ja noch frei gelebt, ha? Ich frage mich halt so, ich weiß nicht, das wäre so der offensichtlichste Twist überhaupt, aber ich habe halt eine Idee, wo die Story hinführen könnte, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen blödsinnig ist. Aber wir sind ja hier auf dem danaischen Planeten und werden hier gefangen gehalten und versklavt und so von den Renäern. Was ist, wenn auf dem renäischen Planeten einfach die Daneer die versklaven? Das wäre so das Offensichtlichste, finde ich. Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, wahrscheinlich ein bisschen zu offensichtlich. Oder halt sowas in die Richtung. Oder dass wir halt damals denen auch irgendwas Schlimmes angetan haben, bla bla. Und dass es ursprünglich nur die Rache dafür war, was weiß ich. Do you think we'll really be able to wipe the Renans off the face of Dana? Who said anything about doing that? But we have to in order to survive. Don't we? Now that you have the blazing sword, and have shown that we really can win this fight, do you really think we should go around killing every last Renan? But what else are we supposed to do? Say we go around killing Renans, so they don't kill us first. In turn,
That'll just make more and more of them want to kill Ja, us. das ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, so ganz grundlegend jedenfalls. Enter such a vicious cycle. Ja, mal ein bisschen Is anders that why you natürlich. told Grenar not to kill any Renans without a good reason? I'm not saying we should forgive and forget what they've done to us. But we can't let ourselves be dragged down by our own hatred either. Hatred comes in many forms. There's no one solution that will work in every situation. We have to keep searching for new ones if we're going to survive. It's a lifelong journey, finding the answers. That goes for you too. You have to come up with your own answers. Es hört wirklich nicht auf, holy shit. Aber ja, finde ich eine sehr gute Einstellung, sehr viel tatsächlich wesentlich besser als, naja, die von dem kleinen Eulenmädchen. Sollte sie sich gleich eine Scheibe von abschneiden. Ja, wir reden noch ein bisschen, würde ich sagen, ne? Hey, Zephyr. Why do you keep fighting? What do you mean? Until I met you and the Crimson Crows, all the Danans I ever knew just accepted their lot in life as slaves. Hell, even I was like that. But all of you in the Resistance are different. Even when you have no hope of winning, you keep on fighting. Why is that? Come on, that's an easy one. I just refuse to live life as a slave. That's all. Better to die fighting for freedom than to live as a slave, huh? Let me ask you a question, Alphen. What does it mean to you to not be a slave any longer? I guess it means living a life not being ruled by the Renans, right? But what about the Danans who died standing up to the Renans? Are they still slaves? Would they be truly free if all they did was follow my orders and die without knowing what it was they were doing? But that's... Being a slave isn't just a position. It's also a state of mind. Don't become my slave, Alphen. Ich mag sehr viel wirklich gerne. Ich mag sehr viel wirklich, wirklich gerne. Deswegen hätte ich ihn fast gerne in meiner festen Party, aber ja, vielleicht färbt ja ein bisschen was von ihm dann auf uns auf lange Sicht ab und gibt diese Gargoyles, wenn wir gegen Gargoyles kämpfen. Erstmal kämpfen wir gegen diese Viecher anscheinend. Na gut, das soll mir auch recht sein. Killergurke, oh nein. Also solange es noch keine Killer-Tomaten sind, soll mir das recht sein. So. Level 14 auch, okay. Das steigt dann doch plötzlich ganz schön stark an, nachdem die letzten Gegner alle ziemlich schwach waren. Und ich deswegen auch nirgendwo wirklich leveln konnte, also eigentlich hatte ich keine Wahl. Und vielleicht kann ich das dann ja ein bisschen nachholen demnächst, wenn wir im nächsten Gebiet sind und es da stärkere Gegner gibt. See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Nein, ich wollte nicht sagen, alles gut. Another notch in the old belt. Das war schon wieder ein unterhaltsamerer Kampf auf jeden Fall. Ja, es sind überall diese Statuen, das ist... I told you! Das war auch so offensichtlich Scheinstatue. Normally I don't pick on the weak. Natürlich würden solche Viecher hier auftauchen. Und die halten auch gut was aus. Und mal schießt da mal drauf. Fliegen die Gegner und so. Und bam! Aber man kann da... Ich habe gar nicht verstanden, dass diese blaue Leiste, die da so eine Raute bildet, dass das die Leiste ist, die bestimmt, wann ja, man so einen Finisher nutzen kann. Das heißt, dafür lohnt es sich auch, lange Kombos natürlich zu bilden wahrscheinlich, ja? Never imagined there were Zugals out there that could pretend to be statues. That's because Zugals don't come from nature. Who knows what else is lurking? Ja, es können alle möglichen Sugels erschaffen werden. Ich finde den Namen sehr süß auf Englisch irgendwie. Fast so wie Hudel. Ist Hudel auch ein Sugel? It's freezing in here. And after how hot it was outside, too. It must be the cold air sweeping in from Cislodia. It's the polar opposite of Calaglia, so I'd get used to it if I were you. Also das ist doch das Schneegebiet, und das Gebirgegebiet. Oh, don't worry about Hoodle. He's from Cislodia. Probably just nerves is all. He's not really used to being around other people. Oh, das this verstehe much. ich, ja.
Rudel, wir sind uns so ähnlich. Rinwell, how about filling them in on what to expect from Cislodia? Oh, yeah. Let's see. Well, for starters, nobody trusts nobody. Come again? Just like I said. You never know when snake eyes are watching you. That's what they call their lord's henchmen, apparently. Their official title is the Bureau of Civil Observation. They've got cronies undercover everywhere, observing us at all times. So? Renan surveillance was an everyday part of life in Calaglia. Difference is, in Cislodia, it's not just Renans. They've got Danans spying on each other, too. Or in Weiß other auch words, nicht, was er dazu sagen there's soll. the Snake Eyes themselves, plus all their small-time informants. All it takes is someone squealing on you, and it's straight to labor camp. No questions asked. Ab ins Arbeitslager. No goodbyes. Ja, das ist ja... Of course, informers are Nett. rewarded handsomely for their deceit. Everyone's always got one eye open, waiting for the moment to inform on someone before being tattled on first. Hence the not trusting one another, huh? In that case, what do you think they'll make of us? Hard to say. Although, not being from Cislodia will probably help, honestly. More trustful of outsiders than even your own people. Why go along with it, though? Why doesn't anyone take a stand? Not everyone is strong enough to stand, Alphen. That's why the world needs people like us. Oh, wow. Na gut, kann ich hier noch irgendwas machen? Schwimmen gehen tatsächlich und Fische mitnehmen. Ja, aber hey, das heißt zumindest, dass die anscheinend trotzdem freier leben, als da wo wir herkommen. Weil ich meine, da waren ja anscheinend alle versklavt, außer die Leute, die sich halt versteckt haben, ne? Abseits von den Arbeitslagern. Da scheint es ja zumindest so sein, dass man erstmal frei leben darf, nur unter Umständen halt in das Arbeitslager kommt. Oh ja, hier wird mir gerade was von körperlichem Leid beigebracht. Heißt das, die Gegner können mich vergiften oder sowas Verrücktes? Ich glaube schon, dass ich das gerade nicht ohne Grund beigebracht bekomme. Schauen wir mal. Gibt es dafür eine Anzeige oder so? Das hieß ja, ich werde vergiftet oder bekomme allgemein körperliche Leiden, wenn ich oft genug von einem bestimmten Angriff getroffen werde in Folge von bestimmten Angriffen. Dann stelle ich mir das zumindest ungefähr so vor. So, du bist weg. Musst du auch mal den Angriff wieder. Kann ja auch nicht schaden. Ich benutze, glaube ich, auch viel zu wenig dieses eine, was ich gelernt habe im Dungeon vor dem großen Bosskampf. Im Balzefs Schloss. Da habe ich irgendwas gelernt, von wegen, dass ich die Tasten gedrückt halten kann. Das habe ich irgendwie nie genutzt so richtig. Na gut. Werde ich schon irgendwann noch. Kann ich darüber springen? Boah, kann ich tatsächlich. Eisenstück. Richtiges Plattforming hier direkt. Okay. Oh, das ist ein starker Gegner, aber der ist so abseits. Ah, ich weiß nicht, ob ich zurückkommen soll, lieber. Oder ob wir das jetzt versuchen sollen. Ich hätte nämlich Lust, prinzipiell, wenn es denn funktioniert, wenn es denn klappt. Aber das weiß ich halt im Voraus nicht. Ob es dann doch nur eine Zeitverschwendung war, den Weg abzulaufen. Na, ich bin schon dabei offensichtlich jetzt, ne? So, da unten sollte es irgendwo sein, ne? Oh ja, das sieht angsteinflößend aus auf jeden Fall. Aber wenn die Gegner hier auch schon Level 14 sind, ne? Ja, das sagst du mir doch, das hast du aber bei dem Gift, bei dem anderen Teil auch gesagt, was sich so gerollt hat. Das sind ja die Giftteile. So, Truhen da, die will ich haben. Kann ich leider nicht nehmen. Okay, Level 15, doch, das geht. Tobende Killergurke, probieren wir mal. Sieht doch gar nicht aus wie Gurken. Ich weiß nicht, warum ihr die Teile so nennt. Aber ist in Ordnung. Schauen wir mal. Ich würde mich lieber erstmal auf die Ads konzentrieren. Klingt, glaube ich, vernünftig.
So, in die Luft mit dir und auf den Boden zurück. Ich bin tot. Ja, aber wiederbeleb mich mal. So, ich kann nicht sprechen. Sprechen ist auch wirklich schwierig, okay? Keine Ahnung. Wie geht's Effi? Ich kann gar nicht auf sein Leben gucken. Hat er überhaupt eine Lebensleiste? Ich glaube nicht. Vielleicht ist er auch unsterblich. Das wäre nett. Schieß einfach mal rein. Ich glaube, das wird entspannter, sobald die anderen weg sind. Erstmal. Vor allem, der nimmt ja auch jetzt schon gut Schaden, der Boss nebenbei. So, und du bist auch fast tot. Oh, und ich bin auch vergiftet übrigens. Also ganz am Rande. Das würde vielleicht nicht angenehmer auf Dauer. Aber gut, so viel Schaden hat das jetzt glaube ich auch nicht gemacht. Also doch alles ganz in Ordnung. Kann ich noch mit leben. So, du hast auch schon viel dein Leben verloren und ich sollte mich heilen. Lebst du mich schon wieder? Nein, tust du nicht. Dann kann ich jetzt einen Trank des Lebens nutzen. Tue ich das? Tue ich. Ist okay. Ich muss halt jetzt schnell genug, immer wenn ich Schaden nehme, mal einfach so Heilung nutzen, damit ich nicht wiederbeleben muss. Weil das ist eine ziemliche Verschwendung sonst. Und Shion ist tot. Uff. Das ist nicht das, was ich wollte. Wenn, dann wollte ich Schaden nehmen, ja? Tu dich bitte fern von dem Vieh am besten. So gut es geht. Ja, den Boostbrecher hätte ich auf jeden Fall eher am Ende meiner Kombo nutzen sollen. Ja, das sehe ich ein. Sollte ich mir angewöhnen für die Zukunft. So, welches Hälfte haben wir geschafft? Ja gut, wir müssen es auch so sehen, wir haben gerade sehr viel dabei. Den hätten wir wahrscheinlich später nicht mehr dabei, wenn wir hier hinzukommen. Also macht es das vielleicht auch nochmal leichter. Auch wenn wir dann gegebenenfalls auf einem höheren Level wären. So. Schieß mal drauf gerne. Dass es so viel bringt. Oh mein Gott. Oh, ich bin auch paralysiert, glaube ich. Erstmal Apfelgelee, das ist wichtiger. Kann ich jetzt nicht angreifen oder... was tue ich hier? Was? Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Wirklich jetzt? Oh, das Vieh ist noch weg, oder? Nee, es ist wieder da. Ah. Das muss doch machbar sein, oder? Ist mein AP auch ziemlich angeschlagen. Ist es deprimierend, wenn ich jetzt einfach später wiederkomme und das wann anders mache? Ich glaube, das wäre vielleicht doch besser. Ja, komm, wir gehen erstmal weiter. Ich merke mir das, wir machen das demnächst. Wir holen das nach. Wir hatten in der letzten Folge genug Action, würde ich sagen, mit Belzev. Muss ich direkt so weitergehen. So, und da hinten geht es ja auch dann bald zum Ausgang. Ich würde schon auch gerne zumindest das nächste Gebiet grundlegend sehen. Das wäre nett. Warte mal, wurde mein Leben aufgeladen? Ah, ich weiß nicht, wie man das Menü öffnet. Ach, geht gar nicht, weil ich im Wasser bin. Deswegen wahrscheinlich. A little water's not going to hurt it. Gut, will ich hoffen. Ja, Leben sind voll. Gut. Lasst ihr mich bitte auch noch in Ruhe? Nein, tut ihr nicht. Na dann halt nicht. Ist auch okay. We're stronger together than we are apart. Seid ihr immerhin nicht so angsteinflößend wie irgendwelche riesigen Killergurken. Finden aber auch schon sehr lustig. Not much further now. The exit will take us straight into Sislodia. You're brooding again. What's eating at you? We defeated Balsif and liberated Calaglia from the Renans. Now, we're on our way to rescue our fellow Danans in Sislodia. I'm committed to helping our people. You know that. But then, what happens after that? Wie danach? Warum soll denn noch was danach passieren? Das ist doch gut, wenn wir frei sind. The Danans vastly outnumber the Renans. Yet we rarely take up arms, because we know that when it comes to firepower, we don't stand a chance. Even if you succeeded in overthrowing the Lords and freeing Dana, then what? Lenegis would still hover over us, the Renan motherland behind it. Dann müssen wir da wohl auch noch hin, wie gesagt. If they so Müssen wir auch noch desired, zerstören. the Renans could potentially use their might to wipe us off the planet in a second.
no matter how powerful that blazing sword of yours is. So what you're saying is we don't stand a chance. So what the heck are we even doing? Keine Ahnung, du hast uns doch zur Hilfe geholt. There's no sense in discarding today's victory for tomorrow's loss. If fighting yields even a single day of freedom, it will all have been worth it in the end. Who knows? Maybe that's the day we make preparations for the battle that will free us for good. Speaking pragmatically, the fact the Renans don't exterminate us all in spite of their technical advantage has to mean one thing. They need us. Als Sklaven. It's up to us to put a dent in their armor before they cotton on to our plan. That way, we force them to the negotiating table. You want to negotiate with the Renans? It's galling, I know, but it's the only way to survive while securing our freedom at the same time. That's... But even so, we can't just... If you lot are done talking, there's a lord we came to overthrow. What about you, Shion? What do you plan on doing after we've given the lords the boot? All I know is, my reasons for fighting aren't the same as yours. I'm through answering these pointless questions. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt hier raus. Aber ja, wir werden wohl irgendwie den tatsächlichen Sieg erringen. Auf welche Art und Weise dann auch immer genau. Und ja, tatsächlich ist es das Schneegebiet, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dann dauert es wohl doch noch ein bisschen, bis wir einfach in ein normales, neutrales Grasgebiet kommen. This is Sislodia. How far is it to the capital? We've still got a ways to go. Also, the Zeugles here are different than those in Calaglia, so be careful. Got it. Sounds like we should make sure we stick close together as we keep moving. Agreed. Hey, Shion! It'll be hard for me to use my rifle in a pinch if we're all bunched together. I'll follow behind the rest of you. Right. Makes sense. What's up with her? She seems even more upfront than back in Calaglia. In case you forgot, we're in enemy territory now. If you don't get serious and focus on the task at hand, you'll be inviting trouble. Wir waren doch vorher schon im Feindgebiet. Quasi, also nicht so ganz, aber na gut. Don't take it personally. I think that's just the way she Ja, is. ich glaube auch. Plus, you have to remember, with those thorns of hers, she's probably not used to anybody being all that friendly to her. The fact that you can't feel pain means you probably end up getting closer to her than she's used to. You really think so? Ja, das hast du auch schon mehrfach We're gesagt, talking voll about someone Idiot. who came down to Dana all by herself. But you don't see her homesick for Lenegis at all, do you? No. That alone speaks volumes about how difficult her whole situation must be. Yeah. It's your job as her partner to understand that, and give her the support she needs. You two are going to be stuck together for a while, so the sooner you make nice, the better. Make nice? Yep. Now come on. Wir werden allerbeste Freunde, keine Sorge, aber... I get that they're not exactly on the best of terms, but Ja? is everything going to be okay with these people? Ja, wir kommen klar, das ist gut. Keine Sorge. Ich meine, du magst sie doch am allerwenigsten gefühlt. Nur weil sie ihre Näherin ist. Habe ich jedenfalls bisher so mitbekommen. Es gibt noch ein R1-Gespräch, das nehmen wir noch kurz mit, ja, würde ich sagen. Oder auch 5 davon, wer weiß, wie viele noch kommen. Rinwell, don't go too far ahead. You never know where Zeugles might be lurking. Oh, we'll be fine. We've been able to handle them up until Du hast ja now. gar nichts gemacht. Still, better that you hang back a bit. No way. I'm the one who asked you to come here in the first place, remember? Yeah, but if we lose you, we won't know where to go. Besides, it's old guys like me who should be sticking their necks out first. But We need you in order to get in contact with the Resistance in Sislodia. So stick close until we find them, okay? okay. Thanks. Now you've got me wondering. How'd you make it to Calaglia in the first place? I find it hard to imagine you didn't run into Zeugles along the way. Offensichtlich hat sie es als Are you Einzige good at geschafft hiding or und something? auch nicht so wirklich. Yeah, that's it. I'm just really good at staying out of sight. Mhm. Wow. Still, you had to have been pretty Vielleicht ja lucky noch ein to bisschen have mehr made it hinter, the whole way tatsächlich. unscathed.
wir offensichtlich irgendwas verbergen und Lucky Shion glaubt das auch indeed. nicht so ganz, ha? Auch ein bisschen misstrauisch hier. Das sind echt noch mehr 1-Gespräche, ha? Aber ich muss sagen, ich kann sie bisher wirklich nicht leiden. Ich mag sie bisher wirklich gar nicht. Die bricht auf die Nerven. Gott. It's crazy to feel just how much the temperature has changed from crossing over a single peak. Is it really that big of a difference? Definitely. Calaglia was hot. I can only tell from appearance, so... Ah, stimmt, du merkst auch keine You Temperatur so might not richtig, be able ja? to feel it, but it sure looks like your body responds to it just the same. Seems like it. So if I sneeze, I guess that it's a sign that it's getting chilly. They say that sneezing is often the first sign you're coming down with the cold, too. That's all the more reason you need to be careful with. Was that also a sneeze? Nein, das wäre eingebildet. I just bit my tongue, that's all. Ja, so hört sich das an. No. It sounded a lot different from mine. But I could swear it was still... It wasn't a sneeze, okay? Guess we both need to be careful out here in the cold. Ja, und ihr solltet euch mal vernünftig anziehen, so wie die Person, die hierher kommt, deren Heimatland das hier ist. Sie sieht wirklich nicht so aus, als würde sie in einem... Ja, als würde sie hier leben, wenn man sich ihr Outfit mal anguckt, oder? Kommt schon, bitte. Die müsste doch schon längst erfroren sein. Die hat aber freie Schultern. Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, it's kind of a relief to be away from there. Really? What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman, and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renin lord and burst open the gates of fire. Yeah, but that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crows, Zephyr. Maybe so. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. You're a strange one, Alphen. That's for sure. If that's how you really feel, then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are, or what the right path to take is. Wir wissen jetzt schon The nicht, wer wir right path sind. to take, huh? Also, nicht so wirklich aus unseren Namen mittlerweile wieder. Na gut, das waren nochmal einige Gespräche, wirklich. Holy shit. Die werden irgendwie echt seltsam aufgeteilt, also dass man manchmal einfach mehrere am Stück bekommt, wie jetzt hier gerade. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Beim nächsten Mal können wir dann endlich anfangen, dieses neue Gebiet zu erkunden. Darauf bin ich schon mal sehr gespannt. Bis dahin. Ciao.